Hallo Leute, heute geht es mal darum, dass wir ein Relais bauen, um den Drucker über Octoprint an- und auszuschalten, weil, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, bei dem Tronxy hat das Netzteil gebrannt und wäre jetzt meine Freundin nicht zu Hause gewesen und hätte danach schauen können, dann hätte ich das wahrscheinlich erst abends mitbekommen, wenn ich von der Arbeit gekommen wäre. So habe ich aber wenigstens dann die Möglichkeit, und kann den Drucker einfach stromlos schalten, wenn da irgendwas sein sollte, selbst wenn da irgendwas anderes nicht passt oder so. Der Drucker war ja eigentlich nicht wirklich an. Er stand halt nur im Standby, weil er eigentlich fertig geworden war mit dem Druck. Und ja, da hätte halt eigentlich nichts passieren dürfen. Aber wahrscheinlich war das da schon am Kuckeln und ist dann mit dem Fertigwerden, beziehungsweise er war auch, glaube ich, gar nicht fertig. Ich war der Meinung, dass oben noch 2 oder 3 Layer fehlten, dann ausgegangen. Ja, kann halt passieren, aber was will man machen? Ja, deswegen habe ich halt mir jetzt das überlegt, mit einem Leistungsschutz das Ganze auszuführen. Das ist ein richtiger Leistungsschutz für Maschinen. Der kann eigentlich L1, 2 und 3 schalten. Wir werden uns davon jetzt L1 und neutral greifen. Den Schutzleiter schleifen wir einfach durch mit einer Vago-Klemme und schalten das Ganze dann über ein Relais, was der Raspberry Pi schalten kann, weil der Schutz ist nämlich auf 230 Volt. So, und damit das dann halt alles hinterher funktioniert, müssen wir dann auch gucken, weil hier steht drauf Low-Level-Trigger. Das heißt, wir müssen den Octoprint auch dazu kriegen, dass er dann mit Low-Level schaltet und nicht mit High-Level. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das habe ich mir jetzt in der App noch nicht so angeguckt, aber ich wollte gerne erstmal die technische Lösung fertig haben, um zu sehen, ob man das überhaupt so umsetzen kann oder nicht. Und dachte mir, das Ganze kann man ja mit euch mal bauen, weil bei dem A-Net ist mir sowieso jetzt das Kabel kaputt gegangen. Das ist hier am Stecker schon ausgerissen und da ist der Kunststoff gebrochen. Deswegen werden wir das Kabel auch jetzt direkt abschneiden dafür, weil der Rest vom Kabel ist noch okay. Und ja, ich werde das Video 2, 3 Mal splitten, weil ich tue dann die Kabel auflöten, weil ich keine Aderendhülsen im Moment da habe. Ich habe gesehen, dass ich den Koffer immer noch verliehen habe. Naja gut, aber das sollte ja jetzt hier nichts zum Abbruch tun, weil aufgelötet kann man die halt auch genauso gut verschrauben, ohne dass man jetzt das Kupfer verletzt. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an und dann schauen wir mal weiter. So, hier sind noch 2 Kabel zum Verbinden von dem kleinen Relais mit dem großen Leistungsschutz, damit wir da halt hinterher dann auch Kontaktierung hinkriegen. Da müssen wir sowieso gleich mal gucken. Ich habe hier extra noch so ein kleines Gehäuse gedruckt für das Relais, wo ich das hier unten dann mit reinkleben kann mit einem Powerstrip, damit das Ganze auch hinterher entfernbar ist, weil hier gibt es keinerlei Schraublöcher und das ist halt ein bisschen doof, weil das bringt halt irgendwie nichts, wenn das mal kaputt geht. Kann ich es ansonsten ja dann nur noch mit Gewalt rausreißen, wenn ich es jetzt irgendwie mit Silikon oder so einklebe. Vollflächig, das ist alles Käse. Das bringt nichts. So, dann schneiden wir den jetzt erstmal ab, den schwarzen, und dann sehen wir mal weiter. Den schwarzen, den schneiden wir jetzt hier erstmal ab. Machen wir mal einen guten halben Meter dabei. Ich weiß nämlich noch nicht so genau, wo das Relais hin soll. Das soll aber eigentlich nicht so weit weg vom Drucker, aber ich wollte es halt so haben, dass man auch im Zweifel und kann dann das Ganze auch mal irgendwo anders hinhängen oder so an die Wand vielleicht dübeln, wenn die Drucker mal ihre endgültige Position gefunden haben, weil da werden ja wahrscheinlich noch ein paar dazukommen und dann gibt es da auch hinterher keine Probleme. Ja, leider ist mein Abisoliermesser ist leider auch mit verliehen, deswegen muss ich das jetzt hier ein bisschen unprofessionell mit dem Sackschneider aufschneiden, die Isolierung. Aber gut, wenn man aufpasst, ist das auch kein Thema, dass man halt die Kabel nicht beschädigt, dann geht das auch. So, das ist dann jetzt schon mal das Kabel soweit. Entschuldigung. Und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt erstmal, dass wir hier dann die 2 Durchführungen reinkriegen, weil ich habe hier extra einen brandhemmenden Kunststoff genommen, damit ich in etwa die Werte erreiche,
die ich auch hätte, wenn ich jetzt eine Kiste kaufen würde und dort den Schütz und das Relais reinmachen würde. Weil das Ganze hier ist nämlich im Moment selbst gedruckt. So. So sieht das Ganze dann aus. Hier kommt dann Niederspannung rein. Hier 230 Volt rein und raus. Und dann sollte das normalerweise funktionieren. Jetzt müssen wir nur hier gucken. Hier steht jetzt L1, 2 und 3. Das ist die Seite für Stromeingang. Hier steht T1, 2 und 3. Das ist Rauszus. Das heißt, hier kommt dann jetzt schon mal der rein. Ja, Netzteil sage ich schon. Ja, Messgerät, ich weiß, dass du ausgegangen bist. Du musst es mir nicht noch mitteilen. Ich habe leider die Durchführung, glaube ich, eine Nummer zu groß gewählt, weil das hält noch nicht ganz so richtig. Aber da können wir einfach von dem abgeschnittenen Kabel nachher was dazu klemmen. Und das hier war eine Hochleistungs-Dreifach-Steckdose bis 3,5 kW. Das sieht man schon, die Kabel sind ein ganzes Stück dicker. Und die war halt irgendwann kaputt, weil sie runtergefallen ist. Aber das Kabel ist ja noch völlig in Ordnung. Deswegen behalten wir das Kabel halt so bei und nehmen das, weil es sind nämlich auch Silikonkabel und die halten normalerweise ewig. Wenn man da nichts kaputt macht dran, halten die eigentlich sehr lange. Dieser Leistungsschutz könnte theoretisch 16 kW pro Phase, was wir hier ja nie erreichen würden, oder 16 Ampere pro Phase. Ich habe mich jetzt hoffentlich nicht vertan. Maximal 15 Ampere pro Phase. Okay, nicht 16 kW, sondern 15 Ampere, das sind dann 3000 Watt pro Phase. Aber das sollten wir hier ja in keinster Weise erreichen. Man hat zwar einen kleinen Unterschied zwischen induktiver Last und so Netzteilen und gepulster Last, aber das ist halt alles, das sollte man halt trotzdem, sollten wir damit den 300 Watt, die da durchfließen, keinster Weise irgendwie in ein Problem reingeraten, dass es da irgendwas kaputt geht oder dass was abbrennt oder so. Das dürfte eigentlich nichts ausmachen. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich die hier lang genug gestalte, weil ich muss ja die Schutzleiter verbinden, weil ich die ja nicht anschließe. Aber ich trenne halt, ja, ich sage jetzt mal Deutschland nicht konform, dann beide Phasen, also Phase und neutral. Weil wenn ich das in die Steckdose stecke, kann ich nie sicherstellen, was ist Phase und was ist neutral. Ich gehe ja nicht jedes Mal mit dem Messgerät an die Steckdose und gucke, wie rum ich jetzt dann den Stecker in die Steckdose stecke. Das ist ja irgendwie ein bisschen absoluter Quatsch. Deswegen mache ich es lieber so, dass ich dann beide trenne, wenn ich sowieso schon schalte. Und dann gibt das auch hinterher keine Probleme. Weil dann, wenn man wirklich mal vergisst, einen Stecker rauszuziehen oder so, wird man nicht direkt mitgegrillt, wenn man irgendwas anfasst. Was ich natürlich auch in keinster Weise empfehlen kann, weil Stecker ziehen bzw. Sicherung rausmachen ist alleroberstes Gebot, immer wenn man am Strom ist. Ansonsten gibt das verrissene Hosen. Deswegen in diesem Sinne sage ich jetzt schon mal nicht nachmachen und ihr wisst ja, ihr arbeitet an normalen 230 Volt. Dort dürft ihr eigentlich nicht dran arbeiten, weil ihr keine Elektriker seid und dürft auch dort eigentlich keine Veränderungen vornehmen. Gut, das hier ist jetzt sowieso ein bisschen was anderes, weil es kommt in die Steckdose. Das heißt, ich verändere nichts am Hausnetz oder an irgendwelchen Steckdosen, die an der Wand fest angedübelt sind, wo ich das Hausnetz verändern müsste, aber trotzdem, wenn ihr euch damit nicht auskennt, dann lasst es bleiben, lasst es jemanden machen, der es kann und macht mich nicht dafür haftbar, wenn ihr euch die Finger weggrillt oder sonst irgendwas, weil ich übernehme dafür nämlich keinerlei Haftung.
Ich werde nachher das erste Video wieder mal nach langer Zeit machen mit meiner DJI Osmo, weil die App hat lange Zeit jetzt nicht funktioniert oder nicht vernünftig funktioniert, sagen wir es mal so. Und dadurch hatte ich halt keine Möglichkeit, die Videos vernünftig anzuschauen bzw. überhaupt mitschauen zu können beim Aufnehmen. Konnte auch keine Einstellungen tätigen, weil die App ist direkt ausgegangen. Und jetzt habe ich das halt wieder mal probiert. Selbst das Streamen funktioniert wieder. Was ja sowieso bei DJI immer so eine, ja, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen Quatsch, weil der Stream läuft nur mit 1280 mal 1024 Pixeln auf 30 FPS. Ist nicht mehr so richtig zeitgemäß und ja, ist halt auch irgendwie, bringt halt auch dann nicht mehr wirklich viel. So. Das noch richtig festmachen. Dann können wir hier nämlich noch von dem Ding hier ein Stück nehmen, können dann hier das Stück noch aufschneiden, dass wir das Kabel gesichert kriegen, weil ich habe leider zu große Anschlussstücke genommen. Die hätte ich einen ganzen Zacken kleiner wählen müssen eigentlich. Na gut, fürs nächste Mal weiß ich das. Dann werde ich die auf M14 verkleinern von M16. Und dann sollte das auch ganz normal funktionieren. Es ist ja im Prinzip sowieso nur eine Zugentlastung. Es ist ja jetzt nichts, was hier jetzt irgendwie was negative Auswirkungen auf das System hätte oder auf das Teil hätte. Das ist ja wirklich nur eine Zugentlastung. So, an dieser Stelle werde ich jetzt das Video erstmal abbrechen. Dann werde ich die Kabel hier nämlich erstmal mit Lützchen verzinnen, damit ich gleich, wenn wir dann wieder im Video sind, dann und kann dann direkt die Sachen alle verschrauben innen drin. Ich muss immer mal so ein bisschen gucken, hier irgendwie habe ich euch nicht so richtig im Bild. Das muss ich gleich noch ein bisschen verschieben, dass das besser wird, weil sonst seht ihr ja nur die Hälfte, das ist ja Quatsch. Gut, dann bis gleich. So, ja, ich habe die Kabel jetzt soweit alle verlötet, dass dann halt da keine Probleme mehr gibt und dann können wir jetzt eigentlich anfangen, den 230 Volt Teil schon mal zusammenzubauen soweit. Danach kommt dann der Niedervolt Teil, also das heißt die Schaltung für das Relais. Ich hole jetzt gerade noch mal kurz den passenden Schraubenzieher, damit wir da keine Probleme kriegen. Und dann geht's sofort los. So, also, wir brauchen ja jetzt als allererstes mal den Schutzleiter. Den verbinden wir jetzt erstmal, dann ist der nämlich schon mal aus dem Weg. Das heißt, der kommt dann in die Vago-Klemme einfach rein. Und dann lassen wir den erstmal so unten drinnen liegen, weil verlöten kann man den immer noch. So, klick. So, dann ist der schon mal weg. Als nächstes brauchen wir dann den Line und dann Line zur Schaltung. So, der kommt dann nämlich damit rein und der kommt noch mit dazu. Dann ist der nämlich schon mal weg. So, dann haben wir hier Line in. Kommt dann hier auch schon mal in Line in. Am Relais. Da sind die netten Chinesen nur immer so schlau und tun dann die
Pinchen runterdrücken mit den Schrauben, damit die Schrauben nicht verloren gehen. Nur denken die nicht daran, dass dann kein Mensch mehr ein Kabel da reinkriegt hinterher. Aber naja, das hat ja jetzt geklappt. Dann kann das nämlich auch fest hier. So. Als nächstes machen wir jetzt neutral. Und auf neutral kommt dann noch der andere, weil wir müssen ja auch für das Schalten, also fürs Schaltsignal, brauchen wir ja auch einen Neutralleiter. Weil ohne den schaltet er die ganze Schaltung nicht. Na komm. Halte ich halt so rein. Irgendwie habe ich heute keine ruhige Hand. Aber das dürfte ja für euch uninteressant sein, weil solange wie das ganze Ding hinterher irgendwie zusammen ist und funktioniert, ist das ja für euch uninteressant, ob ich das hier gebacken kriege oder eben nicht. Weil das ist ja mein Problem. So, neutral. Das ziehen wir jetzt mal hier unten durch. Und ziehen das hier rüber. Weil das kommt nämlich dann auf die Spule von dem Schütz. Damit wir ja den Schütz schalten können, weil der Schütz ist ja ein 230 Volt Schütz. Es ist ja kein 24 oder 12 Volt, weil sonst müssten wir ja wieder von dem anderen Netzteil irgendwelche Kabel legen. Und das wollte ich mir hiermit eigentlich dann soweit ersparen, dass wir und haben dann wenigstens da keine Probleme. So, das nächste ist dann das hier. Das kommt dann nämlich hier hin. Das wäre dann Spule Line. Und damit hätten wir dann im Prinzip alle Verbindungen schon soweit fast fertig, die wir brauchen. Das ist ein Schützüberprüfungsschalter. Den könnte man noch anklemmen. Wenn ich ja wüsste, dass man das Ding in Octoprint irgendwo verwenden kann, würde ich das sogar machen. Weil dann könnte man nämlich quasi einen Feedback Loop bauen, ob jetzt wirklich das Relais, oder beziehungsweise nicht das Relais, ob jetzt wirklich dieser Leistungsschütz auch angezogen hat oder ob das Schaltsignal gar nicht erst durchgegangen ist. Und dann könnte man nämlich theoretisch, wenn es da eine Möglichkeit in Octoprint gäbe, sagen, hier pass mal auf, wenn der Schütz nicht innerhalb von 3 Sekunden durchschaltet, dann brichst du alles ab und machst Not aus. Weil das ist ja bei den Maschinen auch so, wenn dort ein Schütz nicht sofort durchschaltet, dann kommt direkt halt eben auf dem Display die Meldung, Maschine halt, Not aus, Schütz bla 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 bla, hat nicht angezogen oder hat nicht in der vorgegebenen Zeit angezogen. Das finde ich eigentlich von der Meldung her schon echt cool. Also das wäre echt hierfür was man gebrauchen könnte. So, jetzt kommt hier dann auf den Schütz diese kleine Halteplatte, damit ich dann hinterher die Möglichkeit habe, dass ich das ganze Ding unten einkleben kann und nicht dann das Ding irgendwo in der Luft baumeln habe. Jetzt wäre es natürlich noch schön, wenn er auch noch da reingehen würde, wo er hin soll. Aber wie das immer so ist, ich sage ja, ich habe heute keine ruhige Hand irgendwie. Dann funktioniert das halt nicht so, wie man sich das gerne
erwünscht. So, jetzt passt es aber. Weil dann können wir das Ding nämlich dann gleich, wenn die Niedervoltseite noch dran ist, einfach unten reinkleben mit dem Powerstrip. Und dann sollte das nämlich dann gut unten drin halten. So, das bleibt dann jetzt so. Und dann kommt im Prinzip jetzt nur noch die Niedervoltseite da dran und dann kann das ganze Ding an das Octoprint dran. Das werde ich aber in einem nächsten Video verarbeiten, weil ich noch nicht genau weiß, ob das so funktioniert, wie es soll. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle danach erstmal einen Cut, weil das schließe ich jetzt auch noch gerade an. Wir machen gleich noch einen anderen Teil noch, wo ich diese Stecker noch krimpe, wenn ich denn die Krimpzange finde. Ich glaube, die ist nämlich auch verliehen. Im Moment ist mein ganzes Werkzeug außer Haus. Das ist irgendwie nicht so ganz so günstig. Naja gut. Mein Oszilloskop ist ja eh kaputt. Mein zweites auch. Also das heißt, ich kann eh so gut wie nichts machen. Dann ist das auch nicht schlimm, wenn das Werkzeug mal außer Haus ist. Aber freuen sich wenigstens die anderen an dem Werkzeug. So. Jetzt sind die auch noch dran. Die sind dann auch weg. So. Das passt dann alles. Ja, dann machen wir jetzt erstmal einen Cut. Ich mache jetzt die restlichen Vorbereitungen für den Niedervolt-Teil und dann hole ich euch gleich nochmal dazu. So, ja, so sieht die Kiste jetzt fertig aus. Ich zeige sie jetzt gleich mal ins Bild, damit ihr sie besser sehen könnt. Und halte sie dann noch mal ein bisschen näher. Also so ist es jetzt auf jeden Fall fertig. Und dann zeige ich euch noch, dass zumindest der Low-Level-Trigger funktioniert. Ich habe hier 5 Volt USB-Strom. Und hier habe ich das Kabel, das habe ich noch nicht gekrimmt. Bis jetzt, hier verbinde ich jetzt dann den Low-Level-Trigger direkt mit Masse, damit ich hier nicht mit den Kabeln rumfuddeln muss. Und dann haben wir hier Plus und hier Minus und dann sollte es eigentlich Klick machen. Aber da passiert gar nichts, das ist natürlich gut. Doch, jetzt. Man hört es wahrscheinlich auch schon. Meine Hand war jetzt die ganze Zeit im Bild, aber ich zeige es euch jetzt auch gerade nochmal. Also so sieht es dann jetzt aus. Das Relais schaltet auf jeden Fall. Dann sollte der auch schalten. Das habe ich auch eben schon gemessen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das schaltet, das funktioniert und im nächsten Video geht es dann halt darum, dass wir das ganze Gerät hier mit Octoprint verbinden, um dann dementsprechend den Drucker dann fern an- und abzuschalten. Ich habe das jetzt alles auch schön mit Schrumpfschlauch versehen, damit da nichts passiert, weil 5 Volt und 230 Volt vertragen sich nicht so gut. Hier ist auch schon der Deckel, damit man das zumachen kann. Das können wir auch gerade noch zusammen machen, dann schrauben wir es einfach mal zu. Dann seht ihr auch, wie es hinterher ist. Was aber jetzt der Funktion an sich irgendwie weder einen Vorteil noch einen Nachteil bringt. Ja, ich habe jetzt den Deckel erwischt, den ich leider so gedruckt habe, dass es nicht so schön geworden ist. Den muss ich erst noch nachbohren eigentlich. Aber ja, es ist im Endeffekt auch egal. Der Deckel kommt halt hier drauf mit 4 Schrauben, wie bei einem original gekauften. Und dann ist das fertig. Hier sind noch 2 Anschraublaschen, damit das halt hingeschraubt werden kann. Und ich denke, es sieht auch ganz aufgeräumt aus. Das sollte so eigentlich ohne Probleme funktionieren. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ciao!